Ask the Somalia, ask Liberia, ask the Iraqis and even Afghanistan. The sound of a gunshot, bad for humanity. Nevertheless, we cannot live without the sound of gunshot. A gunshot to run away the enemy. Me know a gunshot to run away the president. Even a gunshot policeman commitment. Why the gunshot a big nightmare? Me ask, why a gunshot to run away the enemy? Me know a gunshot to push away the president. Why a gunshot policeman commitment? Why a gunshot a big nightmare? Me ask no.
blessing from God. Jah. And it once got it, you know. Now may the Lord have mercy on you all. You see all my heart and sees all my soul. Yet I just can't believe it. I wonder what you think a man like me can do right now. Well, is there a thing or two that you can ask me to do? Yet I swear I'll do. Or is there a place or not where you can ask me to go just to find you? Oh, no wonder why I'm in love with you. Now, my sweetest thing. Oh, no wonder why I'm in love with you. Love is a blessing given by God, and everyone's got it. It's only that some people just can't be serious, so they just can't use it. It's hard to find someone who can love you so without much trouble. Never ever underestimate my heart, not even my mercy. No wonder why I'm in love with you. Now, my sweetest thing. Oh, no wonder why I'm in love with you. Take my chest and cut in two. We'll see my heart is blue and green. My blood is flowing back and forth. Sweet baby, sweetest girl. You are the best thing that I've ever met. Some of them want to make me lose you, but I swear to girl, I won't let go. Because you're the sweetest thing I know. No wonder why I'm in love with you. Right now, my sweetest thing. Oh, no wonder why I'm in love with you. Oh, my sweet. Oh, no wonder why I'm in love with you. Right now, my sweetest thing. Oh, no wonder why I'm in love with you. Laune Reggae. Gute Laune Reggae und guten Donnerstagabend allerseits. Willkommen bei Alt aber schlecht Gaming. Mein Name ist Alex. Ich bin müde. Und ich bin alt aber schlecht. Und deswegen machen wir heute weiter mit Sherlock Holmes Chapter 1. Wir haben am Dienstag angefangen. Haben uns das soweit ganz pfiffige Spielprinzip, das man schon aus anderen Sherlock Holmes Spielen kennt, die bisschen misslungene Benutzerführung und den definitiv nicht imaginären John, also John ist richtig, aber nicht Watson, angeschaut. Und jetzt haben wir so die Open World freigespielt und da haben wir letztes Mal aufgehört. Und da machen wir jetzt weiter. Steam. Wieso eigentlich Steam? Also Steam ist doch kein Studio. Das ist ja Quatsch. Bandit layer has been marked on your map. Press details to open the how to play screen.
Ah, okay. Guten Abend und guten Abend, Inspektor Evocool von Scotland Yard. Nehmen Sie Platz und möchten Sie einen Brandy? Was machen wir denn jetzt? Was können wir denn hier alles machen? Oh, ein Barbier gibt's. War Conan dem Barbier. Haben wir denn irgendwie gerade so... Holly Shangles. A sailor was stabbed to death in a fight at the Golden Eel Bar, which is located on Scarlet Street in the Old City. All suspects were detained. Wieso erinnere ich mich nicht daran? Quatsch. Hallo Jorinde, willkommen, willkommen. Hier in der Polizeistation. Wir gehen mal kurz in den Zellenblock. Ach, den habe ich wahrscheinlich mir da beim schwarzen Brett abgeholt, den Fall. Oh. Nochmal. Das Archive, guck mal da. This area is restricted. Okay. Ich hätte gedacht, man könnte jetzt hier mit den Verdächtigen reden. Aber in dem Casebook waren ja schon deren Aussagen drin. Ich verstehe nicht, warum wir nicht mit denen geredet haben. Das ist Quatsch. Wollen wir uns das hier angucken? Walkers Testimony. Aber so. Wir können ja mal die Bar uns aussuchen. Scarlet Street in the Old City, west of Sesame Street. Dieselbe Straße. West of Sesame Street. Sie wohl hier irgendwo sein. Gehen wir da raus und schauen nochmal nach. Hello. I'm hungry. Wo sind wir denn? Da sind wir. Ein Stückchen. Achso, wir haben noch keinen Fast Travel freigeschaltet, ne? Müssen wir erst hin. Na gut, dann gehen wir nach Osten. Die Sherlock. AC. Achso, Assassin's Creed Sherlock. Ja. Das ist immer noch weit. Güte. Können wir hier links gucken, dass wir den Punkt freischalten? Genau. New Fast Travel Point Breaking Dutchman. Na, jetzt gehen wir weiter nach Osten.
Radio-Bookshop. Master Building. Seni görmek güzel. Ja. Hier ist noch kein Fast Travel Point. Naja. Nach rechts. Wird wir durch die Stadtmauer durchkommen. Nice. Schon ganz cool hier eigentlich. Links. Aber Watchtower. Mr. Holmes, your brother sent me. Oh, terrific. Let me guess. A mission of global importance, a nation forever in my debt? Let's get this over with. I see the Holmes demeanor is genetic. Well then, this island is home to a seemingly innocuous astronomy professor named Jacob Haring. In high society, though, he's rather more infamous. He possesses a collection of scandalous materials that could compromise almost every aristocrat in Britain. And Haring recently got his hands on information that would expose one of our men. He agreed to return it, so long as he was paid a visit by a Holmes. And Mycroft was too busy watching the crown jewels? Fine. I'll visit Mr. Haring the moment I can spare the time. Just wait. The man is a loner, but a cunning one. This invitation implies he has something in mind for you, so be careful. And remember, I was never here. Clockwork Extortion. Okay, die Altstadt ist so ein bisschen Sackgasse, wollte ich sagen. Okay, sieht gut aus. Wir sind hier in der nicht so guten Gegend, aber Bakın kim buradaymış. hier richtig. Oder? Oder auch nicht? So, das war Vermutung von mir. Scarlet Street, West of Sesame Street. Na gut, das muss doch schon hier sein. Ah, das sieht gut aus, guck mal. Und hier, geh mal rein. Wow, things really got out of hand here. Oh ja. Bumble. What would you like? On today's menu, we have stomach punching, head kicking, and the chef's special, throat slitting. Ja, John, sehr witzig. Vielleicht muss ich Facebook den Gegner was stabbed to death.
Kann ich nicht interagieren mit dem ganzen Bums? Vergessen? Solid oak. It took quite a blow to break it. That's a lot of blood. The victim was stabbed several times. An ordinary kitchen knife. Jetzt ist aber nicht alles. Sharp enough to gut a fish or a man. Spilled beer led to spilled blood. Someone must have landed hard on it. The lenses are very thick. The owner of these glasses is very nearsighted. Shards of a broken bottle with blood on them. Jetzt. Nee. Ja, nice. Gott, was durcheinander. Ist was denn mit der Matrosenmütze oder? Scheiße. Na, das soll er liegen. Hier ist Bier verschüttet worden. So. Der mit der Mütze war wohl nicht zufrieden damit. Oh, plötzlich ist auch noch was. Oh, finde ihn. Aber, naja, falscher Mann. Hallo, Ocelot. Jetzt ändert sich nur derjenige. Wer gewesen sein eigentlich. So, dann prügelt er. Aber warum den hier? Das ist doch ein anderer. Jetzt, das muss weg. Oh nee, der Stuhl war ja hier. Hier war ja. Oder? Na, hier ist auch ein Stuhl, der ist kaputt. Haut's nämlich hin. Versuchen wir's mal. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Okay, okay.
Ja, das wissen. Also fix ist jedenfalls, dass derselbe Typ, der den Streit hier angefangen hat, derjenige ist, der am Schluss abgestochen wird. So. Keine Ahnung, wie der Typ dann ins Spiel kommt. Hier verliert jemand jedenfalls die Brille. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ja, das muss eigentlich sein, weil hier ist ja ein Stuhl erwischt worden. Und zwar der Typ mit dieser Matrosenmütze, der liegt dann ja auch da. Das passt ja dann. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Der richtig sein, der liegt ja hier. Ne, wohl, das könnte sein. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ich weiß nicht, wie viele Stunden dauert, bis ich schaffe. Soll kurz überlegen. Aber das ist zweimal mit dem Stuhl. Das kann nicht sein. Komm schon, Eli, concentrate. Prügel den durch den Tisch. Kann ich nicht sein, ne? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Und ich verliere jetzt auf die Links zugreifen? Ja, alles klar, also. Haben wir einen Mind Palace dafür eigentlich? Ne, haben wir nicht. Also, Workers Testimony, das ist immer der lustigen Mütze. I was just sitting there minding my own business when the trader hit the soldier and he crashed onto my table. How could I stay calm? So I've grabbed the bottle and smashed it over... I might have grabbed the bottle and smashed it over the trader's head. I don't remember anything after that. Also, Arbeiter mit der lustigen Mütze hat die Flasche geschnappt. The trader hit the soldier. Trader ist hier mit der Glatze. The sailor started pushing me around, although I didn't mean to spill my drink on him. I fell on the soldier, who lashed out at me like it was my fault. I had to stand by for myself. But then someone smashed me with a bottle and I blacked out. Soldier. The trader punched me in the face and broke my glasses. It was my only pair. The Ottoman scum hate all of us. How long do we have to put up with them? Okay. Also. Matrose schlägt Händler. Dann schlägt der Händler den Soldaten, ne, und macht die Brille kaputt. Das stimmt doch soweit. Ja. Plötzlich viel auf den Soldaten. Ah. Nee, das geht nicht. Kann man nicht ändern. Aber hier. Trader fiel auf den Soldaten. War das hier? Ich kann jede einzelne Figur anwählen. Das ist natürlich... ändert natürlich noch ein bisschen was. Okay, warte mal, das ändert mal. Also, Sailor started pushing me around. Trader hit the soldier. Ja, okay. Also, muss der Sailor das hier gewesen sein? Schlägt den Trader. Trader schlägt den Soldier. Worker nimmt die Flasche. Oh, ich verstehe nicht, warum hier so viel los ist an der Stelle.
Der Soldat ist das Opfer auf jeden Fall. Kann eigentlich nur der Arbeiter gewesen sein, oder? Matrose haut. Den Soldaten. Arbeiter ersticht den Matrosen. So vielleicht? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Oh, come on. Sticht. Soldat sticht, weil er ohne Brille fast blind ist. Das wissen wir. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Genau, jetzt können es hinhauen. Arbeiter haut Händler mit der Flasche. Matrose kloppt den Arbeiter im Stuhl um. Warum auch immer. Erinnert etwas an Opera Dinn? Ja, so ein bisschen. Oder auch in die ganzen Batman-Spiele, wo du auch einen Tatort rekonstruierst. Aber ja, Opera Dinn hat auch was von. Und dann sticht der blinde Soldat den Matrosen ab. Aha. It all started when the trader accidentally spilled his beer over the sailor. The trader punched the soldier who came crashing down on a table. The worker smashed a bottle over the trader's head, then the sailor knocked the worker out with a chair. The soldier is the real killer. He wanted to knife the trader but killed the sailor due to his poor eyesight. Jetzt? Geht's zur Polizei oder was? Polizei. Wenn ich jetzt gut gemacht sage, klingt das unehrlich, oder? Wenn du es sagst, klingt es immer unehrlich. Wenn ich jetzt zur Polizei fast traveln und stimmt nicht, die Kinder glauben mir. So. You have 3 people detained on suspicion of murdering a sailor in a bar fight. All evidence indicates that the soldier among them is the true killer. He was the last man standing. Very well. Soldier or not, he'll get what he deserves. I'll see to it personally. Nice work. Try solving another case. It seemed you have a knack for it. Hat etwas von Scotland Yard. Also die einzige Gemeinsamkeit, die ich da erkenne, ist, dass es beides Karten sind, aber ist ja schon mal was. New case, splitting the loot. Also. Hier noch the clockwork extortion. Mycroft tasked him with the retrieval of compromising information on one of his men from a local astronomy professor, Jacob Herring. He lives in a large mansion with a fountain near the east end of Bonanza Road in Grand Surrey.
Jacob has built a reputation as a very influential man, but few know that it is because of the substantial collection of blackmail material he uses to coerce high society. Mycroft's agent said the professor is a loner and very cunning type, so I must be careful. Okay, Jacob Herring, east end of Bonanza Road in Grand Saray. Bonanza Road, das muss das hier sein. Nix wie hin. Können wir irgendwo hin traveln? Nee. Eieiei, na gut. Dann. Ich kann mich erinnern, wie die genau aussah. Was habe ich direkt daran erinnert? Ja, die hat ja diese ganzen U-Bahn-Linien und diese Sachen drauf, ne? Also das, also so genau ist ja auch nicht im Kopf, aber... Kiosk. All the newspapers are sold out. Eine schattige Allee hier. Legacy Theater. Aber ich muss sagen, ich mag dieses Open-World-Design mit den Fällen, die man so nach Gusto lösen kann, weil das kenne ich von den anderen, oder von dem anderen Sherlock Holmes Spiel, was ich gespielt habe, nicht so. Da hast du halt 6 Fälle, die du hintereinander machst, und das hier ist natürlich ganz witzig. Komm mal hier durch. Aber hier lang kann man. Oh, nee, das ist schlecht. Mach ich mal kurz an. Ja, so habe ich es in Erinnerung. Das, also, erinnere mich jetzt nicht so sehr an die Karte hier. Aber ist ja nicht schlimm. Oh, doch. Entschuldigung. Harry's Manor. Ist das? Okay, das ist hier das. Oh. Ah, da drüben ist offen. Nein. Boom, Sherry. I found a corpse. Don't you think it's strange we always end up in situations like this? Seek, and ye shall find. A little bird sang to me. John, do you know any songbirds? Oh, I don't know. Partridges, birds of paradise, chickens. Okay, I might just be hungry. It would not be easy to cut this hat in two.
Whoever is responsible is a master of their craft. Was ist das Craft? Hutzerschneider? Judging by his expression, a painful and unexpected death. His hand is clinging to his chest, but he has no stab or gunshot wounds. Pattern 1796 light cavalry saber. It looks like he died of natural causes, but something doesn't add up. Another day, another death. Do you think we're just lucky? A safe behind a painting. Classic. This was opened carefully. One presumes that empty safes are not some hip new trend. If you had an enormous collection of blackmail material, where would you keep it? Oh, nice try, Sherry. But I ain't telling you nothing. Medical report for fencing competition. Name Jacob Herring, sex male, age 52, to whom it may concern. Patient Jacob Herring has completed his physical and is in perfect health to participate in the fencing competition at the London Fencing Club. Kind regards, Dr. Wagner Bush, April 2, 1880. Completely healthy and ready to take part in the fencing competition. So, the victim is Professor Jacob Herring himself. That's no great surprise. London Fencing Club, 1876. Oh. A man with a plan. Admittedly, not a great plan if you write on paper exactly when you will do your illegal business, but a plan nonetheless. 6 a.m. Ah, here. 6 a.m. wake up. 6:05 morning constitutional. 6:45 morning ablutions. 7 breakfast. 8 a.m. walk on the quay. 9 a.m. collect mail from the post office. 10 a.m. work on the science article. 12:30 the Series B lunch and tea. 2 p.m. answering letters. 3:30 check my precious collection. 4 p.m. repair the clock. 5 p.m. evening repast. 6 p.m. exercise. 7 p.m. walk along the quay. 8 p.m. reading. 9 p.m. prepare for sleep. Stamped with Mr. Herring's personal seal. The clock's hands aren't moving. Hallo, Easy Modus. The clock's hands aren't moving. Ja, aber... Okay, wir können nichts machen sonst. Ja. Und nun? Get my Palace? Nee. Zeit steht still, ja. Zeit steht still, man sich schlecht amüsiert.
Musik finde ich ganz nett. Ja, es ist insgesamt ganz schön gemacht. Also so, das ist auch von der Grafik her jetzt echt nicht schlecht. Also nichts Dolles auch, aber ganz stimmungsvoll alles. Ich würde gerne wissen, wie es hier weitergeht. Was ich hier noch, habe ich hier was übersehen? It would not be easy to cut this hat in two. Whoever is responsible is a master of their craft. Ja, auch nix. Nee. Oh. Okay, da oben ist auch so ein Uhrwerk. Super weird. Guck dir das mal an. The clock's hands aren't moving. Ah. Was immer die Morris oder wie der heißt. Glaubt ihr so nicht begegnet? Oh, guck mal hier. So noch nicht begegnet. Da fehlt vielleicht ein Schwert an der Wand. Old, but still deadly. 2 sabers used to be mounted here. Hatten wir schon. Okay, ich bin ein bisschen lost hier. Kommen wir denn da hoch? Ich wüsste nicht wie. Another death. Do you think we're just lucky? Ich wüsste nicht wie. Alle Türen, die da hochführen könnten, sind zu. Wie ich da reinkam, ist wahrscheinlich dann. Leider ein bisschen kotz, ja. Gut, kann ja sein, dass wir hier nichts ohne weiteres rausfinden. Wir haben ja 2 Adressen. Warte mal. London Fencing. Ja gut, London ist schwierig. Das ist immer nett. Aber Sirius B, Lunch and Tea. Ist auf der Karte? Nicht wirklich. Hier steht sogar mein Imaginary Friend, John. Corona Stories, was? Cordona Stories, ja, Cordona ist die Stadt, in der wir unterwegs sind. Tja, ich weiß nicht, wir gehen erstmal raus. Ah, ist das London bei Wishful State? Nee, das ist Cordona, eine Stadt im Mittelmeerraum, in der wir ein paar von Sherlock Holmes jüngeren Jahren verbringen. Unzufrieden.
keinen Hinweis darauf, dass wir irgendwie... Ärgert mich sowas. 14 Uhrmacher in der Stadt. Wüsste nicht. Außerdem hat er gesagt, er will selbst reparieren. Wir haben außerdem noch keinen Anhaltspunkt dafür, dass es überhaupt wichtig ist. Also, das ist an sich ein guter Gedanke, aber ich glaube, so weit denkt das Spiel, also verlangt das Spiel nicht von einem zu denken. Hier haben wir schon alles gefunden. Uhr können wir nicht weiter was machen. Hier ist nichts. Hier waren wir auch schon. Wie ist der Nasengang so? Ja, man hört's, ne? Ich war am Mittwoch gestern nochmal absaugen. Und ja, jetzt muss man einfach mal schauen. Also es ist jetzt einfach, es ist halt abends immer schlechter als morgens, ne? Körper bildet dann kein oder weniger Cortisol. Und deswegen schwillt abends die Nase wieder ein bisschen zu. Eigentlich so tagsüber ist es schon fast gut. Also da kriege ich schon ganz ordentlich Luft. Aber jetzt hier so abends, naja. Was war hier? Nee. Gehen wir mal mit unserer Witcher-Zeit hier durch. Vielleicht finden wir noch irgendwas. The clock's hands aren't moving. Auch Zeit, ja, auf jeden Fall hat mir der Doc ja auch gesagt, aber Schlimmste ist eigentlich schon rum. Ich verstehe es nicht. Wenn die Glocke sich moven, ist da was blockiert? Steckt da was? Ja, ich kann da halt nichts machen, ne? Also außer das... Ich kann auch unten nicht ran. The clock's hands aren't moving. Jetzt überlegen, also. Bild waren wir schon. Haben wir auch schon alles gefunden, sonst hätte er gesagt, dass was fehlt. Wir haben 4 von 4. Weiteres Spiel ja netterweise. Ja, keine Ahnung, scheiß drauf, mal was anderes. Oder ich, warte mal kurz. Ich gucke dir jetzt mal online nach, das wird so doof. Okay, irgendwas fehlt.
So, ich hab's. Wir wären am Leben nicht drauf gekommen. Ja. Pheasant feathers. They're rare here. So, und jetzt haben wir nämlich... Können wir rekonstruieren. So, entweder er war da und hat die Uhr repariert. Genau. Er hat das gemacht, denn die Uhr war ja noch gar nicht repariert. Das stand ja in seinem Terminkalender. Ja, die Uhr war kaputt. So ist richtig. Ich mag das wieder so mit Fingerschnipsen zwischen den verschiedenen Versionen. Was war jetzt mit den Federn? Es waren die Federn am Hut, die ich noch nicht untersucht hatte. Es sind, was ist Pheasant Truthahn? Fasan und die sind selten hier. Und jetzt können wir halt den Tatort rekonstruieren, haben immer mehrere Optionen und müssen gucken, was davon stimmen kann. Also entweder unser Mann hat mit dem Schwert den Safe aufgemacht. Nein, hat er nicht. Wissen, dass er einen Schlüssel hatte. Also hat er es rausgetan eigentlich. Das war auf keinen Fall. Also was da? Warum sollte er das Schwert genommen haben? Er hat das Schwert genommen, sich zu verteidigen. Das passt schon eher. Er kommt mit dem Säbel an, die beiden fechten. Durchbohrt hat er nicht. Ah, guck mal, er hat seinen Hut durchschnitten. Das haut hin. Hat es ohne Hut geschrieben, weil der Hut ja schon kaputt war zu dem Zeitpunkt. Also die Zeit hatte, das zu machen. So, da haben wir es schon, ne? Er ist in seinem Schreibtisch, Uhr ist kaputt. Tut die Sachen in den Safe oder holt sie raus. Dann kommt der Typ rein, er nimmt das Schwert von der Wand, säbelt ihm den Hut kaputt, stirbt aber selbst an einem Herzinfarkt und unser, Mörder ist übertrieben, schreibt noch die Nachricht. First Mr. try. Haring was not one to deviate from his plans, and yet, on this day, he only managed to answer his mail and never did get to repair the clock. The visitor knew his schedule. They entered the house between 3:30 and 4 p.m. That's exactly when Haring would be checking his blackmail collection. When Jacob saw the intruder, his fencing reflexes kicked in. He lunged left to the sabers, wrenched one off the wall, and attacked the visitor. But in the middle of the assault, Mr. Haring is struck by a heart attack, and the professor only manages to cut off the hat of the intruder. The visitor stole Haring's entire blackmail collection and wrote a message on the blackboard. Before we go chasing the intruder, should we try to confirm the cause of the professor's death? I'd hate for him to be a red herring. Ja, es gibt mehrere Mechaniken, das ist das Ding. Mein Palace haben wir immer noch nicht in der Sache. Sein Haus nach mehr hinweisen. So, vielleicht können wir jetzt in die Nebenräume? We need to search his house for more clues. Perhaps the truth will reveal itself. The clock's hands aren't moving. Das sind wir ja schon.
Old, but still deadly. Ja. 2 sabers used to be mounted here. His hand is clinging to his chest, but he has no stab or gunshot wounds. Ja, schon. Another day, another death. Do you think we're just lucky? Wenigstens die only clinging to his chest. Hallo, Gateway. Willkommen so. Ja, das soll hier noch sein, Herrgott nochmal. Ja, guck mal. Jetzt, wo wir den Beweis gepinnt haben, können wir auch neue Sachen finden. Half empty, or for John, half full. A strong, rotten smell. Uncharacteristic for tea. Oh. Totally empty. Even John couldn't argue with that. Rot, 5 grün, 4 blau. Hast du endlich bei der Staatsanwaltschaft hingeworfen, Mark und Revolver abgegeben und so und bist du als PD unterwegs, so als Ermittler eines gewitzten Strafverteidigers? Nie. Ja, richtig so. Oder? Wir skippen das mal, ich hab keinen Bock darauf jetzt. Chemical analysis showed a trace of digitalis inside the teapot. It's a plant often used in medicine to cure heart diseases, but at the wrong dosage and when combined with physiological stress, it can cause a heart attack. Digitalis is usually used to cure heart disease, but every drug is a poison if you get the dosage wrong. Or right, if that's your goal. Jetzt? Visitor's Portrait. So, im Sinne von, dass die... Und hat gar keine Lust, das beizutragen, steht aufreizend lässig da. Da er nur imaginär ist, tut er alles, was er tun kann. Was make ich jetzt? Old, but still deadly. Ja. 2 sabers used to be mounted here. Okay. Beiden haben zusammen Tee getrunken, okay.
Und jetzt? Also, Benutzerführung, naja. Ah. Ja. Die Clue, Visitors Portrait, Place on Map. Ah ne, können wir auch nicht. Okay, also der ist jetzt jedenfalls, habe ich nachgeschaut, zur Polizei gegangen damit. Wir machen das einfach mal. Ich lurke mal eine Runde. Schöne Zeit erstmal noch. Ja, dankeschön. Danke für den Lurk. Schön, dass du da warst. Was geht over eigentlich? Sieht man sich denn am zum Beispiel Samstag? Any progress with the case, Mr. Holmes? Any progress with the case, Mr. Holmes? Nee. Oder kann ich eine Phantomzeichnung machen lassen? Wie machen die das denn? Okay, im Archiv kann man das machen wohl, okay. Großer Gott. Also, das wäre sicherlich auch besser gegangen. Ich glaube nicht, dass es das ist, was wir suchen, oder? Ja, doch schon. A woman reported a loud noise and screams in Grand Surrey. When the police arrived at the place, they were instantly ambushed and a shootout began. There were no casualties on either side, but most of the suspects managed to escape. The officers succeeded in arresting only 2 gang members, Sid Parity and Harry Trelawney. Both are sons of local noblemen. During the interrogation, Parity and Trelawney confessed that they are associated with the Robbins gang. The Robins are rumored to engage in blackmail, robbery, and illegal bookmaking, but have remained elusive for a long time. The gang members tend to distinguish themselves by wearing bright red waistcoats and hats with red ribbons and bird feathers. They often emblazon the crime scenes with reference to little birds singing, presumably to deter would-be informers from betraying them. The leader calls himself Lucky Joe, but his true identity remains unconfirmed. The detained gang members have revealed the location of their hideout. It's in Grand Surrey, west from the intersection of Vernay Street and LeBlanc Road, requesting approval to hide the Seems like we have hideout. fun neighbours, eh, Sherry? We should introduce ourselves. Na dann. So schon? Nee. Habe ich nicht die.
the west from the intersection of Verney Street and LeBlanc Road. Hier so ungefähr irgendwo. Schauen wir doch mal. Irgendwo fast traveln. Ja, gut, dann nicht. We go. Erstmal Leute mit Gehstock umrennen. Und der Square, okay. Aber das ist, ja doch, das ist schon fast. Geradeaus und rechts. Hier irgendwo ist es. Hm? West from the intersection of Verney Street and LeBlanc Road. Das sieht vielleicht ganz gut aus. Robins Lair, ja, alles klar. Kann sein, dass gleich geprügelt wird. He doesn't have an invitation to the club. Get him, boys! I'm coming. No more crime for you until next month. Don't cry, you'll live.
Time to knock this guy out. I can miss the party. Hey. I'm coming. Weaken him first. The snuff's ready. I couldn't miss the party. Overcome him, don't... I'm coming for you. It won't work this way. I'm coming. So nicht? Scheiße. I couldn't miss the Nicht so party. leicht hier. Just die. Nein. Hey. Overcome him, don't... Au. Damit. I'm coming for you. Ich drücke den falschen Knopf. Herrgott, nochmal. I'm coming. Big time. Too simple. Also. You can overcome the brute now. No, you killed him. Und ich gehe gerade mal an die Tür. Da bin ich wieder. Das war der süßeste Nachbar der Welt, der uns, glaube ich, gerade Blumen gebracht hat. So. Ah, hör auf. Alter, wieso verfolgt ihr mich die ganze Zeit mit dem Messer? Was soll denn das? No more crime for you and... The snuff's ready. It's all yours now. Don't cry. Give him the pepper snuff. Time to knock this guy out. Too simple. The snuff's ready. Don't bother moving. Give him the pepper snuff. Snuff's ready, nimmt ihr das auf? I thought we were against murder. Oh nein, ich habe erschossen. Ah ja, gut. Ja, All right, genau, das fella. meinte er. I give up. Take me into custody.
You have nothing on me anyway. So I'll walk out the station right after you do. Excellent job catching this crook, sir. His name is Lucky Joe, and as it happens, someone with influence was after him too. You did them a favour. I just solved the mystery, officer. If a criminal appears in my path, it merely affirms my deductions are sound. Either way, you'll be pleased to know that an anonymous tip has fingered Lucky Joe as being involved in the murder of a famous professor. We have photographs and witness statements. Not so Lucky Joe is headed straight to the gallows. Someone served him to us on a silver platter. Interesting. Well, as a vital ally in the arrest of a wanted murderer, you couldn't possibly object to me interviewing him. Well, vital? Yes, no, of course. Go ahead. Na dann. Guten Tag. You, haven't you made my day bad enough? Get out! The police received an anonymous tip. Someone saw you entering Professor Jacob Haring's house. They have photos. You're in trouble. I didn't even touch the old fool. This whole business was a setup from the beginning. You can't You handle broke into the the house truth. at the exact time Jacob Haring had his safe open and his collection of blackmail materials out. Perfect timing to steal the lot. Ah, that's circumstantial at best. Alas, the professor turned out to be less feeble than you expected. He pulled a saber from the wall and nearly took your head off. But lo, the vigor evaporated, and all at once he fell to the floor, grasping his chest as if his heart itself had given up. That's exactly what happened. And that's why I'll be out of this reeking cell by morning, once the coroner has done his business. Unlikely. You claim somebody set you up. If so, they will ensure that you're hanged. We both want to know who is truly behind this, so tell me the whole story. It may yet save your life. Oh, blast. All right. What do you want to know? Haring's blackmail collection was hardly public knowledge. It stands to reason that whoever informed you of his existence must be who set you up. Yes, obviously. But I've never seen his face, nor do I know his name. I received a note at El Palazzo de Lusso that gave me the address of Jacob Haring. It was signed with one letter, M. Ooh. I cannot believe such an established gang leader would personally engage in burglary simply because he received a letter. It was not just a letter. I received something else with the note. A file. On me. And a bloody detailed one at that. I'm not sure if it was from Haring's own collection, but it contained things that could bury me and the entire damn Robbins. I burned the file in a heartbeat, but the note warned of others like it in Haring's safe. I needed to retrieve them and got lucky. Lucky? Why? The note said that by being there at a very precise time, I'd find that safe opened. And it was right. So you broke into Professor Haring's study and stole the blackmail materials. What did you do with them? Do you like jokes? My humour tends toward the dry and bitter. Then you will love this one. As I fled Haring's place with the documents, a pickpocket snatched the folder from me on the street. I was played from the beginning. Beaten at my own game. They made a joke of me and the Robbins. And now I await the gallows. Ha! Ha ha ha! Oh, you're right, it was a good joke. But now things begin to make sense. Don hat Blumen gebracht und einen selbstgeschriebenen Brief. Das ist so süß. Und sich entschuldigt, dass sie so schlechte Nachbarn seien, weil sie nicht vorbeigekommen sind. Das ist so süß. Seine Frau wird morgen operiert, eventuell fehlt sie ihren Finger. Ach du liebe Scheiße. Das ist natürlich nicht so gut. Da drücken wir mal die Daumen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht morbide. Okay. Aber es ist sehr süß. Das ist ungefähr genau so, wie ich Don so schon so kennengelernt habe. Fear not, Joe. I will prove you didn't kill Professor Haring. What? Then you better do it fast. Per his schedule, Professor Haring had tea with a guest not long before you arrived. The tea in Haring's teapot was dosed with digitalis. A large dose of such a drug, coupled with physical exertion, can cause cardiac arrest. So if the old man hadn't attacked me... He may have lived, yes. But it wasn't you who killed him.
The real murderer is the one that poisoned the professor and set you up. I'll make sure the police know it. Yeah, you may save my bacon. Oh, I wouldn't sing a victory song just yet. I believe they're preparing for a conversation with you on many subjects, like the Robins. I can handle those fools. I thought you were the copper's pet. But you have character those bloodthirsty mongrels lack. I respect that. Make no mistake, Joe, we are not friends. Should we meet again under different circumstances, well, you know my character. Looks like those little birdies won't sing for a while, Sherry. Geh raus da. Any progress with the case, Mr. Holmes? So, dann haben wir noch einen weiteren Nebenquest, die machen wir auch noch. Splitting the loot. Report number 187. 3 men were killed in a quarrel over the distribution of a bank robbery loot. The gunfight was reported at the northern end of Silverton in a backyard on Engineers Lane between Evernorth Street and Coalpit Street. The stolen property was not recovered. Case suspended due to inconclusive evidence pending further investigation. Victim profiles. Roger Smiley, 42, previously arrested for theft, was wearing glasses. Cause of death, shotgun wounds to the torso. Bill Devon, 35, previously affiliated with the Red Scarves gang. Cause of death, blood loss from a severed jugular vein. Identity unknown, around 30-year-old, was wearing a hat, suffered a leg wound. Cause of death, point blank shot to the heart. Immer noch nicht. Was ist das denn? Das kapiere ich nicht. Dieses kapiere ich nicht. Okay, aber Northern End of Silverton in a backyard on Engineers Lane. North Street, Pitt Street. Hier irgendwo. Noch ein Stückchen. Okay, müssen wir wohl hochlaufen. Are you able to help me? I'm afraid I don't know about it. Gut. Hier lang.
Okay, hier irgendwo gewesen sein. Das sieht gut aus. It's you again. Be sure not to miss any clues. Stark will piece them together, you'll see. Stark. Gut, Tony Stark war ja auch mal Sherlock Holmes. Bent glasses with cracked lenses. Hier für eine Neuverfilmung an Sherlock Holmes Comedy. Dr. Roffelsen. The shooter fired 3 rounds. Fehlt noch irgendwas. Bent glasses with cracked lenses. Spielst du auch ein wenig Witcher 3 mit anderem Setting? Ja, schon, aber ich meine, von Witcher 3 lernen heißt ja nun wirklich siegen lernen. Was habe ich hier noch nicht gesehen? A brand new Colt, 45 caliber. Touché, ja. Interesting place to shoot one another. There's mess everywhere. Also eine Frage, warst du schon in Top Gun Maverick? Nee, war ich noch nicht. Ich weiß, der soll super cool sein, aber ich hasse ja den Original Top Gun und das war jetzt auch zeitlich nicht so richtig drin und nicht so hoch auf meiner Prioritätenliste. Gegenfrage, hast du schon Rise of Revolt gesehen? Denn das ist ja meine Filmentdeckung des Jahres, neben Batman. Huh. Some loot has been left behind. Whoever took it must have been in a hurry. Um mich auf eine Frage von vorhin mal zurückkommen, die du nicht beantwortet hast, weil du vielleicht gerade nicht am Bildschirm warst. Sehen wir uns denn am Samstag? Greed and booze got the better of them. No wonder it ended in violence. Jetzt muss ich mir die Zeit für ewig lange Filme haben. Tja. Wenn du Zeit für einen Kinobesuch hast, hast du auch Zeit dafür, weil der ist ja auf Netflix. Und das heißt, du sparst die Wegezeit. Kurz, was fehlt hier? Was habe ich hier gehabt? Geld. Two bullets hit the cart. No traces of blood, though. Droplets of blood. Someone caught a bullet here. Beantworte ich erst, wenn du bestätigt, dass sie die Mail, die ich hier gerade geschrieben habe, gelesen hat. Okay, das ist sehr clandestin. Jetzt? Ach, hier ist noch was. The man with the shotgun fired only 2 shots. Seems he was too busy bleeding to reload. Stuck deep in the wood. Ich würde es halt bevorzugen, wenn sie erst die Antwort liest, die für sie, als dass ich sie in den Chat schreibe. So Geheimniskrämereien. Balanced for throwing. The blade is very sharp. Aber was? Nee, das war aber schon, oder?
Pieces of brass tacks, piranha rounds. So, jetzt können wir rekonstruieren. Schauen wir doch mal. Also. Hier ist der Dude mit der Shotgun. Hat er geschossen auf den Baumstamm da hinten. Da war der Typ mit der Pistole. Wurde kaputt. 3 Schuss abgegeben. Ansonsten hate ich gerade, weil 90% der Berichterstattung entweder Linden ist Feier zum Steuersparmodell oder die absolut unsinnige Diskussion um Layla ist. Man merkt ja, dass ich ein alter Mann bin, weil ich natürlich zuerst dachte, Layla von Eric Clapton ist doch schon ein bisschen älter. Andererseits, Eric Clapton, blöder Wichser. Insofern, warum nicht? Aber dann habe ich erst kapiert, worum es wirklich geht. Und dann habe ich erst kapiert, dass eine Menge Leute, inklusive unserem fantastisch kompetenten Bundesjustizminister, natürlich komplett gar nicht wissen, worum es geht in der Diskussion, weil sie davon reden, dass der Song verboten wäre, was er gar nicht ist. Wie vernünftig? Was ist die Alternative? Wie scheiße, kann ich sagen. Weil er hat, was hat er da, ein Messer, was er fallen gelassen hat? Das kann ja wohl nicht sein. So, ist egal. Hat ja so ein Case-File dafür? Also der mit der Schrotze hat die Shotgun gefangen. Warte mal kurz. Der 30-Jährige hat, der mit dem Hut, Point Blank Shot to the Heart. Bei dem die Justizminister hat ja seit ein paar Jahren Tradition. Ja, das sowieso. Point Blank Shot to the Heart. Genau, er war das nicht. Der mit der Brille. Kurz vor ist der mit der Brille gestorben. Ja, genau, das auch nicht. Okay, er ist hier daran gestorben. Geworfen hat das der hier. Der mit der Brille sein eigentlich. Dann war einmal ohne Brille. Nee. Ach ja, so hat's Sinn. Okay. Aber da hinten. Black shot to the heart and you're to blame und so weiter, ja. Ach genau, er hatte die Brille und Shotgun wurde to the torso gefangen. Das haut schon hin. Wann stimmt hier irgendwas nicht? Er hatte die Shotgun. Hat ein Messer abbekommen von ihm. Aber er ist gar nicht tot, ne? Er ist unser Mann. Das warte mal. Also, the man with the shotgun fired only 2 shots. Knife is stuck in the tree near the shotgun. Someone caught a revolver bullet, but the other 2 hit the cart. Trail of blood from the cart to the wall leads to a throwing knife. Man with the revolver fired 3 rounds. Rock is riddled with brass tacks. Okay, das heißt, er kam da noch hin, das heißt, müsste mit dem Hut sein. Ja. The man with the shotgun was killed by a throwing knife to the neck, but not before firing at the man in glasses. The man in the hat took a bullet to his leg, but 2 other bullets missed. The report mentioned he was shot in the heart, but how? There's something I'm missing here. Who could have finished him off?
Vielleicht diese Tür zum Beispiel. Ah. The blade is very sharp. Nein. Weg. Ah, hier. A Das police heißt, boot print. So Police that's how it ended. apparently the officer arrived first at the scene, killed the fellow and took the loot for himself. Ja, cool. Fragen wir nochmal, wer das war. Habe eben nachträglich mal sicher, dass wir den Songtext gegoogelt, weil ich ja mit Darling auch nicht mehr sicher war. Und dann taucht die Zelle im Text so gar nicht auf laut allen Quellen. Shot to the heart and you're to blame. Darling, you give love a bad name. Das ist schon richtig. I just arrived here this morning. Ah, gehen wir zur Polizei oder was? Verwirrung meinerseits, schnell YouTube und ihr voilà, ich hatte doch recht. Ja eben, denke auch. Und das schön nicht wieder einen Stream nur mit dir allein zu teilen. Oh, das stimmt nicht ganz. Die Frau Junebug war eben kurz da, die ist jetzt wahrscheinlich selbst am Rollenspielen. Jorinde war vorhin mal da, Eva Cool war vorhin mal da und Easy Modus war vorhin mal da. Jetzt gerade bist du möglicherweise der Einzige, weil laut meiner Software schauen 3 Leute zu. I visited the location where the 3 robbers killed each other over some stolen loot, but I wasn't the first to inspect the scene, was I? No. Officer Schmidt arrived there first, just hours after it was reported. Poor Schmidt. That same day, he received news that his dear old grandmother in Austria had died. He had to leave for the funeral immediately. He is anything but poor. I doubt he'll be coming back. It was he who killed the last robber and took the loot for himself. Blasted. I knew he was acting suspiciously. He may be beyond our reach now, but I'll be sure to expose the little weasel when I write my report. Nice work. Feel free to take another case. We make a great team, you and I. 3 gleich Streamlabs, Easy Modus im Lurk und ich. Ja, wer weiß. Ja, Donnerstag ist immer eine recht ruhige Sache. What was did in the shadows? Jorinde ist noch da. Ha! Haben sie aus der Deckung gelockt. Nein! Nehmen wir nicht mal einen Moment. Also, was haben wir hier? 2 men were found dead near an open grave at the cemetery. Both victims had bite marks on their necks. Okay, deswegen tatsächlich die What We Do in the Shadow Referenz. Victims: John Bowden, graveyard keeper. Saeed Hafez, assistant professor at Cardona Medical College. Suspects: Hamil Arki, tanner. Camille Arki, deceased, reportedly a vampire. Witnesses: Leandro Barbieri, reporter. Joe Vagrant. Evidence points to the possible involvement of supernatural forces. Case is pending further investigation. Saeed Hafez, 56, slight cut to the leg, blunt force trauma to the head. 2 puncture wounds to the neck. Major vessels intact, blood loss minimal. Liege auf dem Bett, die Tastatur ist zu weit weg, auf dem Handy tippen nervt. Sehr schön. So muss das sein. Du sollst ja auch, das ist ja hier eine Veranstaltung, die für euch zum Genießen da ist. John Bowden, blunt force injury to the head, 2 puncture wounds to the neck. We tried to make him talk, but he's a tough hard nut to crack. Just in case, we also made him eat garlic, no reaction. I was having my supper when Johnny came to dig another grave. As usual, there was someone else with him too. I must have dozed off for a while, but when I woke up, everything was a blur. Screaming, howling, then flashes of lightning, but no thunder. Some devilry was at work. I came out to see what was happening, and there was the supporter, Leonard or something. He told me that a vampire had killed 2 people, mere yards from me. Boy, am I lucky to be alive. I've always had a nose for a good story. I was strolling about the cemetery when I saw him, the necromancer. I'm not joking.
He raised a woman from the grave and ordered her to attack the 2 men who were close by. They then both turned into bats and flew away. I was too scared to take photographs of them, but I photographed their victims. There will be a front-pager. Was das jetzt? Gibt nur einen Friedhof offensichtlich. Da waren wir doch schon. Der Friedhof. Doch schon mal am Friedhof. Ja. Bring aber Gerät jetzt hoch, du hast so 10 bis 15 Minuten für dich. Bulle? Hier richtig? Nee. This place gives me the creeps. What if the vampire comes back? Da oben vielleicht? Ruckel, ruckel, okay. Richtig, was ist los hier? Ja, wir sind schon nicht mehr auf dem Friedhof, oder? Die andere Seite quasi. Ja, okay. Aber schön hier. Einfach, aber ganz nett. Ah, hier sind wir doch richtig schon mal. Ah. Also. The grave. The flowers are still fresh. This is a somewhat neglected and dusty hat. The stone is rather unwieldy, so it couldn't be used as a weapon. Someone fell and hit their head on it. We're dealing with a very immoderate bloodsucker here. An expensive hat with a few grey hairs stuck to the brim. Someone tore their trousers here. The blade is bent from the impact. Aha. Schaufel wurden die Leute wohl kaputtgeschlagen. The bleeding wasn't severe, there are just a few drops. Wrong! Conan! What is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women.
Crush your enemies with Skateway zum 18. Mal mit dabei. Vielen lieben Dank, ganz fantastisch. Ich freue mich. We have here. The label is illegible. You've run out of fresh cadavers for dissection. You know what to do. Professor Shelley. Oh. Professor Shelley, also die Referenzen sind teilweise echt ein bisschen unsubtil. Ja. Kann ich das hier nicht? Was soll das? Vergiss die Loyalty nicht, wenn du um 1 Million Fans hast, über die du über OnlyFans bist. Ja, genau so. Dann denke ich natürlich an dich, versprochen. Zum donnernden Fick, was muss ich jetzt machen hier? Ah. Looks like a set of surgical instruments. One is missing. It's not very polite to just drop in on someone unannounced. Shouldn't we have brought some wooden stakes with us? Or at least garlic? Und jetzt? Bin ich hier schon alles gesehen? Well, wo könnte denn hier noch was sein? Oh. Jetzt hänge ich hier im Gebüsch fest oder was? Was soll denn das? Mann. Ah, komm schon, ey. Ich habe ja gerade einen... Nee, habe ich nicht. Fast Travel Punkt. Oh, lecko mio, ey, was soll denn das? Nachdem Julius die Mail gelesen hat, nein, ich werde leider nicht kommen. Ich werde Nachwuchs hüten, mit ihm vorbeizukommen, macht nicht viel Sinn. Okay. Den Zusammenhang noch nicht, aber ich muss ja nicht alles verstehen. Also schade vor allen Dingen. So, also. Was fehlt mir hier noch? Hier Zusammenhang sozusagen zwischen der Mail und deinem Erscheinen.
These nerves. Eine beträchtliche Männer. Haben wir schon alles? Auch schon alles. Gut. Oh, warte mal, wir haben chemische. I found a bottle containing a clear liquid with a repulsive smell. The label is damaged. Oh, skippen wir, habe ich auch keinen Bock auf den Quatsch. It is formalin, which is used for embalming corpses. Hier wurde mich angeschrieben und ich hier geantwortet. Ich hatte es aber bevorzugt, dass ich meine Mails da absagen ließ, bevor hier im Chat. Wusste nicht, dass hier gerade nicht mitliest. Achso. Ja, das haben wir das rausgefunden. Das ist ja prima. Aber... Ich gette es nicht. Ich bin da konservativ. Offensichtlich, wenn du E-Mails verschickst in der Freizeit. Ah. Stückchen Ratte. Nicely roasted. Psilocybin mushrooms. These are powerful hallucinogens. Da kennt er sich sofort mit aus. I wonder how even the most destitute always somehow manage to scrape together enough for a drink. Jetzt können wir rekonstruieren. Na dann. Geht's. Auf geht's, ab geht's. Du, warum machst du Fotos davon? Ja, der mit den Blumen gewesen. Glaub nicht. So, das sollte Fotograf gewesen sein. Glaube ich. Wird schon eher sein. Der Typ mit den Blumen kommt und nimmt das Blut. War vielleicht dann der Journalist.
Also das war der Totengräber mit dem... Okay, der sieht das. Ich kann das gar nicht bestätigen hier. Warum nicht? Aber ich nicht alles gemacht habe. Ah, okay. You're not even trying, Ach, geht das wieder los. Concentrate. Also. Flashes of Lightning, but no thunder. Das ist der Blitz von der Kamera gewesen. Hat der Fotos gemacht? Soll das einfach der Reporter Scheiße erzählt? Haben Verdächtigen. Hamil Arkitana. The Vagrant Supper of Hallucinogenic Mushrooms. Okay. Ich revidiere, dass das Spiel der breiten Masse suggerieren soll, dass sie intelligent ist. Ja, es ist nicht ohne. Ah, das überlegen. Er nimmt sich sein Abendessen mit halluzinogenen Pilzen, gönnt er sich. Und er ist ja auch fix derjenige mit der Schiebermütze. Da drüben gräbt der Totengräber mit dem lustigen Cowboy-Hut. Also mit dem, naja, Schlapphut jedenfalls. Hat er sich das Zeug genommen? Nicht? Liegt er? You're not even trying, Sherry. Also das finde ich jetzt wirklich knifflig, Leute. Also, 2 Leute tot. Beide hatten Bisswunden am Hals. Also Bisswunden. John Bowden, Graveyard Keeper, Said Hafiz, Professor, tralala. Ciao, Marty Penny. Achso, ciao im Sinne von Hallo. Hallo, grüß dich. Verdächtigt sind der Gerber und wir haben außerdem einen Toten. Reported the Vampire, also ist die Leiche im Sarg gewesen. So war ein Reporter, der nur Scheiße erzählt und den Obdachlosen, der aber wahrscheinlich druff war. So, also Slide Cut to the Leg, Blunt Force Trauma to the Head. Beide sind im Prinzip mit der Schaufel totgeschlagen. Boah, schon wieder Vampire. Ich habe gerade eine Stunde im Podcast schon über Vampire gesprochen. Ja, das tut mir leid, aber es sind gar keine wirklich, es sind halt nicht wirklich Vampire, gehen wir von aus. Also, Hamil Arki. His neighbors saw him leaving his house to put flowers on his sister's grave. They say he returned at dawn looking dirty and tired. Ah, okay, das ist der mit den Blumen kam. Gut, der sagt nix. So, Johnny gräbt das Grab, jemand ist bei ihm. Porter sagt, es war natürlich ein Vampir. Professor Shelley hat jemandem gesagt, dass er frische Kadaver besorgen soll. Formalin. Wir haben die Schaufel, das Mordinstrument. Surgical Instruments. A dirty hat near a bloodstained stone. A pool of blood nearby. Pensive hat with a few grey hairs. A piece of torn fabric. Right. Also ich meine, das macht schon Sinn, dass er mit den Blumen hier ankommt, um zum Grab seiner Schwester zu gehen. Ist das richtig? Genau. So. Dann legt er das hier ab. Frage ist, hat er dann jemanden
totgeschlagen und das Blut entnommen. Hätte er das hier gemacht? Hätte hier den Mann mit dem teuren Hut totgeschlagen? Hätte dem, ist es derselbe Mann? Das muss derselbe Mann sein. Auch mal Blut entnommen. Das war alles er. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Andere These ist, na, das ist der Obdachlose, der kam nicht von der Seite, gehe ich von aus. Aber das ist der Reporter mit der Kamera und wir haben ja vom Blitzen gehört. War er es vielleicht? Gut, kann sein, dass er reinkommt und das fotografieren wollte hier. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Wie war denn der Podcast? Es sieht überhaupt keinen Sinn, dass der Reporter das ist. Nein, es gibt keine Vampire. Unhinged sind uns alle einig, dass First Kill schlecht ist. Ist das eine Serie? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Oh Leute, das ist echt übel. Das ist echt übel schwierig. So, also 2 Leute wurden mit Schaufel totgeschlagen und dann wurde ihnen mit irgendwas am Hals Blut rausgenommen. Queere Südstaaten, Vampirschmonzette, aber nicht halb so gut wie True Blood. Ah, okay. Aki is the brother. Achso, ja, das ist unser Verdächtiger. Er kam mit den Blumen. So, der Obdachlose sagt, ich habe was gegessen, als Johnny kam, um mit Grab zu graben. Jemand war bei ihm. Riesenpanik. Blitze, aber kein Donner. Reporter sagt, es waren Vampire. Raised a woman from the grave and ordered her to attack the 2 men who were close by. Ich kette es nicht. Das gehen, ey. Also lass mal kurz hier gucken. An expensive hat with a few grey hairs stuck to the brim. Someone tore their trousers here. Ja, was sind das für Trousers? Das kannst du mal sagen. The blade is bent from the impact.
bleeding wasn't severe, there are just a few drops. This is a somewhat neglected and dusty hat. We're dealing with a very immoderate bloodsucker here. Da ist noch irgendwas. Die Blumen, ne? The stone is rather unwieldy, so it couldn't be used as a weapon. Someone fell and hit their head on it. The flowers are still fresh. Soll man denn mit dem, was wir da jetzt wissen? Hier kann ich die Dinge nicht mehr anwählen. Das ist echt nur nervig. Ja, das Ecker mit den Blumen, das ist klar. So. Und was würde er gemacht haben, wenn er es nicht gewesen wäre? Was soll er machen? Er legt die Blumen ab und dann? Was macht er dann? Außer am Grab seiner Schwester zu beten. Falls er irgendwie an übernatürlichen Hokuspokus glaubt. Denn das kann er ja machen. Aber was ist dann der Reporter gewesen? Der Reporter mit der Brille, ne? Der Obdachlose ist, glaube ich. Also, kein Grund. Kannst du der Zeit reisen? Ich kann in der Zeit reisen. Ich kann halt so eine Rekonstruktion machen, wie es gewesen ist oder wie es gewesen sein könnte. Habe hier mehrere Variablen und dann mache ich in meinem Mind Palace quasi klar, wie es gewesen sein könnte. Dann kann ich versuchen, das zu validaten. Aber es ist alles falsch. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das nicht gut designt. Ich finde das einen beschissenen Fall. Das ist gar nicht der Obdachlose. Wer ist das? Ich glaube, der war das. X falling down. Ja, ohne Witz, ey. Ist mein Frühstück. Nee. Och nee, Leute, ich glaube, ich habe keinen Bock mehr drauf. You're not even trying, Sherry. Ich glaube, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich finde das doof. Nicht, wie ich da drauf kommen sollte. Du schaffst es, du schaffst es. Nee, du glaubst an mich, aber ich glaube nicht an mich. Jetzt reine Raterei, was ich hier mache.
2 Leute mit Schaufel auf dem Kopf und dann wurde ihnen das Blut abgezapft. So, eine Opfer ist der Professor gewesen. Andere Opfer ist ein Graveyard Keeper gewesen. Das ist der Mann mit den Blumen. Er sagt nichts. Das ist der Obdachlose. Er hat Blitze gesehen und sonst eigentlich nicht viel. Also bevor du genervt bist, will ich auch das Game weghauen. Ja, ohne Scheiß, ey. Ich finde es eigentlich cool und es war jetzt auch den ganzen Abend ganz nett. Wir haben ein paar Fälle gelöst. Es war alles easy und fair. Also nicht easy, aber fair. Aber das hier ist ja echt Bullshit. Life's hard enough, ja. So, Professor Shelley in seiner Art als wenig subtile Referenz sagt, wir brauchen frische Kadaver, das ist klar. Formalin haben wir gefunden. Lösung ansehen, zum nächsten Fall gehen. Ja, das Problem ist, also mich ärgert sowas dann so sehr, weil ich dann denke, okay, selbst wenn ich das jetzt schummle und überspringe, wer sagt mir denn, dass nicht wieder so ein Scheiß kommt? Da bin ich so ein bisschen... das kann ich mir bis zum nächsten Dienstag überlegen. Aber ja, ich kann ja mal auf YouTube schauen. Wie heißt das? Ja, genau. Gucken wir es jetzt mal an und sag's euch aber nicht. Ah. Ah. Okay, warte, das ist lustig. Wir schauen mal, ob wir das so hinkriegen. Aber wie man darauf hätte kommen sollen, boah, also ja, tatsächlich ist sogar eine gewisse Kombination Gabe involviert. Ja. You're not even trying, Sherry. Concentrate. So. Ich muss zugeben, die Lösung ist ganz cool, wenn ihr sie gleich seht. Ja. The brother of the deceased became furious when he caught the anatomist exhuming his sister's body. He killed him with a shovel. The graveyard keeper took to his heels, but didn't get far. He fell, hitting his head on a stone, which rendered him unconscious.
With the murderer gone, the reporter who was hiding punctured the neck of the first victim to imitate a bite. But when he did the same to the second victim, he killed an unconscious man. So we have 2 murders and 2 murderers, but no vampires. Vampires are not so scary when you have grave robbers and journalists running around. Okay, also es ist eigentlich ganz cool, ein ganz cooler, kniffliger Fall, aber da fand ich jetzt die Hints, die er bekommen hat, ein bisschen wenig. So, dann gehen wir zurück zur Polizei, oder was? Constable Stark, do you believe in vampires? Hey? What do vampires have to do with anything? Oh, that's exactly what I thought while looking into the murders at the cemetery. The primary suspect is indeed the murderer, but he's not the only one. The reporter, who so easily fooled everyone with his vampire stories, killed the other victim. But why would he do that? He believed the unconscious man to be dead and decided to concoct a thrilling story for his readers. Oh, thank you, Mr. Holmes. I'll have the conniving little scrub taken in immediately. There's only one case left. Don't let me stop you. Okay, so begrenzt. Jetzt haben wir wenigstens die Idee, dass es eben auch 2 Mörder sein können. Ja gut, klar, die Idee hat man immer. Ich habe einen berühmten Horrorfilm der 90er auch gesehen. Aber stimmt, also das habe ich nicht dran gedacht, aber es war ja auch noch viel komplizierter als gedacht. Ach guck mal, hier ist auch über Witcher, dass wir im Prinzip so ein Board haben mit Aufgaben. Scapegoat. Schaffen wir das noch? Ich glaube nicht. Leute. Ich glaube, ich würde jetzt eher sogar jetzt einen Sack zumachen. Bin nämlich müde. Wirklich komplett kaputt. Das war eine sehr anstrengende Woche. Sehr anstrengender Tag. Und dann mache ich lieber heute mal früher einen Sack zu. Und ich überlege mir, ob wir Sherlock weitermachen. Oder ob wir was anderes machen. Ja, es ist am Ende Samstag müde, das geht ja nicht. Ich werde am Samstag auf jeden Fall müde sein, da mache ich mir überhaupt keine Illusionen. Nicht so geil zum Zuschauen. Findest du nicht? Das ist natürlich gutes Feedback. Das ist natürlich auch ein Punkt, den man im Auge haben muss. Ja, okay, alles klar. Nö, dann reden wir jetzt Familiennerd und ich überlege mir was anderes für nächste Woche. So Leute, dann wünsche ich euch einen fantastischen Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen, seid exzellent zueinander. Sagt mir einen lieben Gruß bei Familiennerd, da ist nämlich die Ju gerade am Spielen. Und ja, dann, bis dann. Macht's gut.